Letzte Woche war ich in Zürich beim Goldhändler und habe dort einige Goldmünzen gekauft. Du weißt, die Schweiz, sie ist beliebt und bekannt. Man kann dort bis zu 15.000 Franken anonym und in bar Edelmetalle kaufen. Ich habe es ausprobiert und hier ist mein Erfahrungsbericht. Während ringsherum in der gesamten EU und auch außerhalb der EU der anonyme Edelmetallkauf immer schwieriger wird, ganz besonders natürlich, wenn man bar bezahlen will. So gilt die Schweiz nach wie vor als eine Insel der Seligen, wenn es um den Schutz der Freiheit, den anonymen Kauf von Edelmetallen und natürlich auch die Bezahlung mit Bargeld geht. Tatsächlich wurde es vor kurzem in der Schweiz auch gesetzlich verankert, dass das Bargeld bestehen bleibt und nicht etwa durch eine Digitalwährung ersetzt werden kann. Du hast sicherlich von der Gesetzgebung in der EU gehört. 2024 sind ja dort die Anti-Geldwäscherei-Richtlinien erweitert worden. Nun sind generell Bargeldgeschäfte über 10.000 Euro komplett verboten. In vielen Ländern gelten aber tatsächlich viel tiefere Bargeldgrenzen. Auch der anonyme Kauf von Edelmetallen ist praktisch nicht mehr möglich oder nur noch bis zu einem relativ geringen Wert. Ganz anders in der Schweiz, dort ist Bargeld noch gerne gesehen und tatsächlich kannst du Edelmetalle im Wert bis zu 15.000 Franken nicht nur natürlich im Bar bezahlen, sondern eben auch komplett anonym. Ich habe mir gedacht, das muss ich einmal ausprobieren. Ich war ja vor kurzem in Zürich anlässlich eines unserer Seminare und bei uns ist es ja so ein bisschen Philosophie, dass wir die Sachen immer selbst ausprobieren, dass wir also nicht nur darüber reden, dass wir nicht nur über Zweitpässe, Edelmetalle, Firmengründungen, Residencies im Ausland reden, sondern es dann tatsächlich auch selbst umsetzen. Wir haben ja schon viele Videos dazu gemacht, damit wir auch wirklich aus erster Hand Erfahrung haben, wie das Ganze tatsächlich funktioniert. Ich hatte mir also Folgendes vorgenommen. Ich wollte in der Schweiz 2 Goldhändler besuchen gehen. Wenn du da online schaust, dann wirst du dort einige finden, wo du direkt in der Innenstadt von Zürich in Ladengeschäfte gehen kannst und beim Edelmetallhändler Gold und andere Edelmetalle kaufen kannst. Silber ist natürlich auch ganz interessant in der Schweiz zu kaufen, denn die Mehrwertsteuer ist relativ gering. Sie ist in der Schweiz weniger als die Hälfte als in den meisten anderen EU-Staaten. Und da jetzt Silber mit Mehrwertsteuer belastet ist, macht das natürlich einen Unterschied. Alternativ kannst du natürlich auch Silber im Freilager aufbewahren und dann fällt ebenfalls keine Steuer an. Willst du aber mit den Silbermünzen oder den Silberbarren den Edelmetallhändler verlassen, dann musst du natürlich die Mehrwertsteuer bezahlen, aber sie ist eben in der Schweiz sehr gering. Bevor ich in Zürich war, war ich im Urlaub in Griechenland und ich habe bereits aus dem Urlaub heraus dann die verschiedenen Edelmetallhändler angeschrieben und habe gesagt, ich werde dann und dann in Zürich sein. Ich möchte gerne Gold kaufen, ich möchte gerne Goldmünzen kaufen. Und ich möchte auch gerne in Euro bezahlen. Da ich aus dem Euroraum angereist kam, war es für mich einfacher, jetzt Bargeld in Euro mitzubringen. Ich wollte das natürlich nicht in Schweizer Franken umwechseln, hätte ich natürlich auch tun können. Es war mein Plan, bei einem Goldhändler 3 Goldmünzen zu kaufen. Eine 1 Unz Goldmünze kostete so ungefähr 4.000 Euro. Je nach Wechselkurs ist man dann eben so ganz knapp über den 15.000 Franken. Das heißt, bei einem Goldhändler wollte ich 3 Münzen kaufen, sodass ich deutlich unter den 15.000 Franken bin. Und beim anderen wollte ich 4 Goldmünzen kaufen, sodass ich so knapp darüber bin. Und ich hatte natürlich damit gerechnet, dass ich dann beim zweiten Goldhändler, wo ich etwas mehr kaufe, mich komplett ausweisen muss, meinen Wohnsitz nachweisen muss und diese ganzen Dinge auch erledigen muss und hatte mich entsprechend vorbereitet. Ich war, wie gesagt, im Urlaub in Griechenland, habe dann auch die Goldhändler angeschrieben, habe gefragt, ob man mit Euro bezahlen kann. Das war kein Problem. Habe gefragt, welche Ausweisdokumente ich potenziell brauche, habe mir bestätigen lassen, dass ich bis zu 15.000 Franken ohne Ausweis und mit bar bezahlen kann. Dann habe ich an 2 Terminen in dieser Woche je einen dieser Händler aufgesucht. Also beim ersten Termin, wo ich unter 15.000 Franken war, habe ich 3 Münzen hier gekauft. Hier kannst du sie sehen. Das sind in dem Fall australische Münzen. Man muss sagen, dass nicht so viel am Lager war. Ich hatte auch nach anderen Münzen gefragt, wie zum Beispiel Britannias oder Sovereigns. Das sind britische Münzen. Aber sie waren nicht verfügbar. Also habe ich diese genommen. Und tatsächlich war es überhaupt kein Problem. Ich konnte 3 dieser Münzen kaufen. Ich konnte bar bezahlen. Ich musste keinen Ausweis zeigen. Das Ganze war in 0, nichts erledigt. Ich war dort in wenigen Minuten wieder aus dem Laden draußen. Also ein sehr positives Ergebnis. Damit hat sich also für mich wirklich bestätigt, dass die Schweiz im Grunde genommen ein sehr gutes Pflaster ist, wenn man
Gold einkaufen möchte. Es lohnt sich also durchaus vielleicht bei jedem Besuch dann in der Schweiz zum Beispiel ein bisschen Gold, ein bisschen Edelmetalle zu kaufen. Natürlich muss man sich hier an die Vorschriften halten. In der Schweiz ist es ja auch so, dass du bei der Einreise, anders als in vielen anderen Ländern, zum Beispiel nicht erklären musst, wenn du hohe Bargeldbeträge dabei hast. Wenn dich die Behörden danach fragen aktiv, das heißt, wenn dich zum Beispiel ein Grenzbeamter fragt, wie viel Bargeld haben sie dabei, dann musst du es offenlegen. Ansonsten aber nicht. Das gleiche geht übrigens auch, wenn du die Schweiz verlässt. Auch da musst du nicht erklären, was du an Bargeld oder eben dann an Gold dabei hast. Aber dann, wenn du natürlich irgendwo ankommst, zum Beispiel in der EU, kann es dort freilich andere Regelungen geben. Wir hatten schon öfter Mandanten, die zum Beispiel über die Schweiz dann nach Singapur geflogen sind, um dann in Singapur auch Gold einzulagern. Und auch von Seiten Singapur ist sicherlich eine lückenlose Dokumentation notwendig. Ansonsten kann das Gold dort nicht eingelagert werden. Was es da für Bestimmungen gibt, muss man sich also tatsächlich nochmal ganz spezifisch anschauen. Also, das heißt, wenn du für weniger als 15.000 Franken Edelmetalle kaufen möchtest, ist sicherlich die Schweiz sehr attraktiv und mein Selbstversuch hat das tatsächlich bewiesen. Das ist nun wirklich nicht selbstverständlich, denn ich reise in viele Länder und kaufe in vielen Ländern Edelmetalle, einfach um zu testen, wie das Ganze tatsächlich funktioniert. Und als ich zum Beispiel zuletzt im UK Gold gekauft habe, habe ich dort deutlich unter der Grenze gekauft, wo man sich ausweisen muss, wo also ein anonymer Verkauf möglich sein muss. Und dennoch hat der Edelmetallhändler hier von mir verlangt, dass ich meinen Ausweis zeige und auch einen Adressnachweis vorlege. Also da war man tatsächlich päpstlicher als der Papst. Das heißt, dass das in der Schweiz so einfach funktioniert hat, wie jetzt in meinem Beispiel, dass ich also dort 3 hochwertige Goldmünzen kaufen konnte, ohne jetzt nach dem Ausweis gefragt zu werden und dann auch noch in Bar zu zahlen, das ist tatsächlich nicht selbstverständlich. Und das Ganze ging, wie gesagt, komplett reibungslos. Es war schnell, es war unbürokratisch. Das hat mich also auf jeden Fall positiv beeindruckt und das kann ich auf jeden Fall empfehlen, einmal auszuprobieren. So wie ich es gemacht habe, reise in die Schweiz, kaufe mal Gold und probiere es selbst aus. Nun, dann war ich eben in der gleichen Woche dann an einem anderen Tag wiederum in der Innenstadt von Zürich, bin zu einem anderen Goldhändler marschiert, nun mit der festen Intention, 4 Goldmünzen zu kaufen. Es war mir von vornherein klar, dass ich damit leicht über den 15.000 Franken landen werde. Ganz leicht nur, ja. Je nach Wechselkurs wäre man sogar drunter gewesen, aber eben dieser Goldhändler hatte dann ein getrenntes Kassensystem für Euro und dann für Schweizer Franken und dort war ich dann eben ganz leicht über den 15.000 Schweizer Franken, habe dort dann eben 4 Münzen gekauft. Ja, und dieses Erlebnis, muss ich sagen, war jetzt alles andere als erquicklich. Das war dann wirklich die totale Compliance-Hölle, muss ich sagen. Ich stand dann insgesamt über 1 Stunde bei diesem Goldhändler, bis der tatsächlich meine Daten verifiziert hat. Also, lass mich dir das im Detail erzählen. Ich habe ja mehrere Wohnsitze und ich hatte mich entschieden dafür, bei diesem Goldhändler meinen Wohnsitz in Malta anzugeben. Ich habe dort einen ordentlichen Mietvertrag, ich habe da Utility Bills, Kontoauszüge, die auf dieser Adresse laufen. Ich habe mir gedacht, wenn ich dem jetzt eine US-Adresse oder so präsentiere, dann geht gar nichts mehr, dann stehe ich da 2 oder 3 Stunden drin. Aber wer weiß. Vielleicht ist diese Sorge auch unbegründet. Also habe ich gedacht, Malta ist EU, ist unverdächtig. Ich habe dann auch eine maltesische Telefonnummer. Das heißt, ich habe den wirklich dann alles schön aufbereitet, sauber, akkurat, direkt alles bereit gehabt, überreicht. Und das Erste, was da schon mal verdächtig war, ist, und das war ganz interessant, dass mich die Dame dann gefragt hat, naja, als Sie uns kontaktiert haben, da waren Sie ja in Griechenland, da haben Sie offensichtlich die IP-Adresse getrackt, denn ich hatte ja über das Kontaktformular des Goldhändlers während meiner Reise in Griechenland dann diesen Goldhändler angeschrieben. Also er hat gefragt, ja, Sie haben ja aus Griechenland uns geschrieben, jetzt legen Sie hier einen Adressnachweis aus Malta vor, wie passt das zusammen? Ja, das konnte ich natürlich ganz einfach erklären. Ich habe gesagt, ich war im Urlaub in Griechenland, ja, ist ja nichts Besonderes, machen ja viele Menschen. Okay. Dann musste sie noch jemand anders herbeiführen, ihren Vorgesetzten. Sie hat nämlich gesagt, naja, Malta, da steht so ein bisschen bei uns auf der Liste. Für manche Länder müssen wir dann sogenannte Enhanced Due Diligence machen. Ich hatte natürlich meine deutschen Ausweispapiere dabei, ist ja ganz klar. Also habe ich zunächst mal, wie gesagt, meinen maltesischen Mietvertrag vorgelegt. Das ist jetzt nicht irgendeine Klitsche in Malta, das ist nicht nur irgendeine 300-Euro-Wohnung. Das ist schon eine richtige Wohnung mit mehreren Schlafzimmern, die auch zu meiner familiären Situation natürlich passt. Aber dennoch wurde das dann sehr kritisch beäugt.
Dann hat man mir also gesagt, naja, wir brauchen jetzt von Ihnen noch eine Meldebestätigung in Malta. Nun gibt es ja in Malta kein Meldewesen. Das habe ich dann auch so gesagt. Ich habe gesagt, es gibt in Malta leider kein Meldewesen. Ich kann jetzt Ihnen hier keine Meldebestätigung vorlegen. Ich wartete zu dem Zeitpunkt gerade auf meine neue maltesische ID-Card. Das heißt, eine gültige maltesische ID-Card hatte ich leider auch nicht dabei. Die hätte vielleicht das Ganze einfacher gemacht. Wie gesagt, ich hatte dann ja auch noch einen Adressnachweis vorbereitet, eine Utility Bill, die ich dann auch noch zeigen konnte. Und dann hat die gute Dame dann da stundenlang, gefühlt stundenlang, mit ihrem Vorgesetzten hin und her diskutiert, ob jetzt diese Unterlagen dann tatsächlich akzeptabel waren. Dann musste ich einige Formulare ausfüllen. Sie hat stundenlang da in den Computer irgendwas eingegeben. Keine Ahnung, was das genau war. Ich war da auch nicht alleine. Der Daniel war da mit mir zusammen drin. Er wollte eigentlich auch noch Gold kaufen. Er konnte dann leider nichts mehr kaufen. Wie gesagt, es ging Ewigkeiten, bis die dort meine Unterlagen bearbeitet hatten. Und wie gesagt, ich war nur einen sehr geringen Betrag über den erlaubten 15.000 Franken. Also die Dame hätte ja einfach sagen können, hören Sie doch mal zu, kürzen wir das lieber ab. Nehmen Sie halt nur 3 Münzen anstatt 4. Ich hätte dann natürlich gesagt, nein, ich will schon diese 4 nehmen, denn wie gesagt, ich wollte es ausprobieren. Aber so ein bisschen praxisnahe Unterstützung hätte man sich schon gewünscht. Also am Ende hat es dann tatsächlich geklappt, nachdem die Herrschaften dann zu zweit dort gefühlte Stunden über dem Computer gebrütet haben, Dinge in den Computer eingegeben haben. Aber hier ist halt immer das, was meine Erfahrung mit der Schweiz grundsätzlich ist. Natürlich, manches ist einfacher in der Schweiz und kundenfreundlicher, aber im Grunde genommen, wenn du dann einmal in die Mühle der Schweizer Bürokratie gerätst, dann ist das mindestens genauso schlimm wie in Deutschland oder auch in jedem anderen Land, das für komplizierte Bürokratie bekannt ist. Am Ende konnte ich dann mit meinen 4 Goldmünzen den Laden verlassen, mehr als eine Stunde später. Daniel konnte leider kein Gold kaufen, weil ich hier in der Compliance-Mühle festgesteckt war. Also mein Tipp ganz klar, wenn du größere Mengen an Gold kaufen willst, dann ist dieser Weg, den ich gewählt habe, garantiert nicht der richtige. Da ist es dann deutlich einfacher, ein Goldlager im Ausland zu haben. Zum Beispiel in Singapur haben wir schon oft drüber gesprochen, wo du dann einfach auch online eine Order absetzen und Gold kaufen kannst. Da bist du ja dann sowieso identifiziert, da kannst du dann auch hin überweisen. Der Goldhändler in Singapur bietet zum Beispiel ein Konto in den Niederlanden an. Das heißt, du überweist zum Beispiel gar nicht nach Singapur, sondern du überweist auf ein Konto in den Niederlanden und dieses Konto in den Niederlanden hat auch noch einen neutralen Namen. Das heißt, das hinterlässt zwar eine elektronische Spur, sage ich jetzt mal, auf deinem Kontoauszug, aber eine, die jetzt wenig aussagekräftig ist. Nirgendwo taucht hier auf bei irgendeiner Bank, dass du tatsächlich hier Gold in Singapur gekauft hast. Also das erscheint mir dann 100-mal einfacher zu sein und kundenfreundlicher als dieser Weg in der Schweiz, dann dort stundenlang in einem Ladengeschäft stehen zu müssen. Und das ist tatsächlich auch dann meine Empfehlung an dich. Für alles unter 15.000 ist die Schweiz super und genial. Aber wehe, du kaufst für ein paar Franken mehr, dann ist die Erfahrung schon eine ganz andere. In diesem Sinne, wenn auch du dich mit dem Thema Auswandern, Plan B, Vermögensdiversifikation im Ausland, zweite Staatsbürgerschaften und ähnlichen Fragen beschäftigst, wenn du dein Vermögen vor der Zugrifflichkeit des Staates schützen willst, dann würde ich mich freuen, natürlich dich dabei zu unterstützen. Du kannst gerne ein Beratungsgespräch mit meinen Kollegen und mir buchen. Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Wir sind genau in diesem Segment schon seit 20 Jahren tätig und natürlich Edelmetalle ist für viele unserer Mandanten extrem wichtig. Und die Preisentwicklung bei Edelmetallen in den letzten Jahren hat ja diese Vorliebe für harte Werte, sage ich jetzt mal, nur bestätigt. Ich würde mich freuen, auch dich als bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.